Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute geht es um Red Meteonica, gesunkene Petpreise und ja, einfach allgemein wieder so ein kleines Update, was momentan bei mir so abgeht auf Burodeng. Wer nicht immer alles im Stream verfolgt und so, mal wieder alle so alle auf den gleichen Stand bringen. Und es ist eigentlich relativ simpel. Also es fängt an mit Red Meteonica. Ich farm ihn jetzt erstmal nicht mehr. Das hat tatsächlich mehrere Gründe, die ich hier einfach mal kurz zusammenfassen wollte. Und zwar Grund Nummer 1 ist einfach, dass mir die Power-Ups ausgehen auf den Blades. Also bei beiden Blades habe ich das Problem, dass die HP-Power-Ups mehr oder weniger leer sind. Da muss man sagen, ist auch einfach so mehr oder weniger Natur der Sache. Man kriegt viel weniger Great Eater als zum Beispiel Upcut Stones. Also Upcut Stones gibt es ja in jedem Event, in jedem Battle Pass. Relativ viele und die halten auch eine Stunde. Wohingegen, wenn man HP-Power-Ups aktiv benutzt, die halten ja immer nur eine halbe Stunde, also Great Eel und Low Great Eel. Basically meine ich damit. Und man kriegt viel weniger davon. Ich weiß gar nicht, ob im Battle Pass überhaupt welche drin sind, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon, aber weniger als Upcut Stones wahrscheinlich. Und ja, grundsätzlich ist es einfach so, dass mir jetzt auch die Power-Ups, also nicht nur das, mir auch die Crit-Rate Medizin ist leer. Crit-Damage habe ich tatsächlich noch bei beiden. Aber ja, also grundsätzlich einfach die Power-Ups sind ein bisschen zur Neige gegangen, sage ich mal. Dadurch werden natürlich die Runs auch irgendwo ein kleines bisschen ätzender. Also ich meine, ich kann es auch ohne die Power-Ups machen, das ist eigentlich kein Problem. Aber man stirbt halt hier und da einmal mehr. Oder es dauert halt einfach doch mal eine Minute länger oder whatever. Was natürlich nicht positiv ist, das ist mal das eine. Aber es ist ja auch nur der erste Grund von mehreren, habe ich ja gesagt. Der zweite Grund ist, dass die Drops einfach zu schlecht sind oder zu schlecht waren. Und eigentlich bin ich niemand, der sich davon wirklich entmutigen lässt. Also ich mache eigentlich einfach weiter. Ich meine, ich habe ihn jetzt literally ein halbes Jahr lang gefarmt, seit November oder Ende November habe ich ihn eigentlich wieder aktiv gefarmt. Und kann einfach nur sagen, es hat sich nicht gelohnt. Also ich glaube, ich habe insgesamt 10 oder 12 Waffen gedroppt in fast 600 Runs oder so. Das war es definitiv nicht wert. Die Set-Teile sind komplett wertlos. Also Set-Teile von Red Meteor kannst du in die Tonne treten. Es gibt halt gefühlt 5 Set-Teile, die was wert sind. Und alles andere ist basically wertlos. Einzig nervig ist halt natürlich, ab und zu kommt dann tatsächlich mal jemand und sagt, ey, ich brauche unbedingt dieses Set-Teil. Hast du das zufällig? Natürlich habe ich es nie. Also das, was die Leute suchen, habe ich logischerweise nie. Also wenn ich überhaupt mal was habe. Ich droppe sowieso Set-Teile auch so gut wie nie. Aber es geht ja eigentlich mehr um die Waffen vom Wert her. Aber ja, also es ist einfach eine nicht wirklich coole Situation, weil wenn man was droppt, ist es eher ein Set-Teil. Die sind meistens wertlos, außer man findet halt diese eine Person, die genau dieses Set-Teil sucht, was halt auch ein 6er im Lotto ist gefühlt. Und selbst dann kannst du es jetzt auch nicht für 500 Mio verkaufen, sondern halt dann ist es halt nicht 5 Mio wert, sondern 20 oder so. 50, wenn es gut läuft, und das war es dann auch schon. Also die Drop-Situation ist einfach schlecht und ich hatte jetzt einfach 2 extreme Drop-Flauten mehr oder weniger direkt hintereinander. Ich hatte über 40 Runs gebraucht für eine Waffe. Zugegebenermaßen, dann kamen dann direkt 2 Waffen, muss ich schon da fairerweise dazu sagen. Das waren direkt an einem Tag 2 Waffen. Gut, ja, war schon cool. Aber was ist darauf gefolgt? Eine 50er Drop-Flaute, die ich auch tatsächlich jetzt nicht beendet habe, sondern ich habe aufgehört, bevor ich was gedroppt habe. Wo man jetzt auch sagen könnte, oh ja, schlimmer Fehler so ungefähr. Aber Alter, in 90 Red Meteor Runs 2 Waffen ist halt absolut geistesgestört schlecht. Wenn man sich das mal zusammenrechnet, wie viel Zeit das ist. Ich meine, man droppt natürlich auch noch andere Sachen. Ein paar Set-Teile, 1, 2 Bloody Clouds, ein paar Powder 10, ein paar Powder 12 und natürlich die 120er Waffen und Dragon Tooth und so. Also es ist nicht so, dass man da gar nichts bekommen hat. Aber es ist halt einfach nicht das, was man sucht. Und frustriert halt einfach. Außerdem ist halt auch einfach so, momentan ist es bei mir eigentlich extrem stressig im Real Life. Und immer wenn ich Red Meteor farm, also der Red Meteor Farm Stream ist immer der halt gefühlt eine Stunde länger geht als alle anderen Streams. Und das heißt, wenn ich jetzt hier und da mal meinen Stream halbe Stunde oder Stunde früher beende, kommt mir das eigentlich momentan ganz gelegen. Dieser Monat ist besonders stressig momentan. Und deswegen ist das auch noch so ein zusätzlicher Grund tatsächlich. Und wie viele Gründe waren das jetzt überhaupt schon? 2, gefühlt 3. Ja, der nächste Grund ist dann noch XP-Loss. Also aktuell ist mein Ziel, alle meine Characters so ein bisschen zu pushen, weil ich würde gerne alle Korallinsel-Quests abschließen können vor der nächsten Content-Erweiterung, beziehungsweise halt vom nächsten, also ich meine gut, nächste Level-Erweiterung, so brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern. Das ist jetzt nicht. Aber ich würde einfach gerne die Coral Island, so wie Astria damals, so ein bisschen abschließen.
Das ist allerdings tatsächlich deutlich schwieriger, weil die Coral Island Quests, die gehen tatsächlich bis 155. Und 155 zu erreichen ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Wie man merkt. Und ja, deswegen pushe ich gerade alle meine Chars, um halt, wie gesagt, dann halt die Korallinsel-Quests alle abzuschließen. Dann kann man sich nämlich voll auf was anderes fokussieren, weil dann ist dieses Kapitel sozusagen, dieses Level-Kapitel, Quest-Kapitel abgehakt und vollkommen egal, ob man dann zur nächsten Erweiterung 160 ist oder was weiß ich, 158, 50, ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Das ist mir dann nicht ganz so wichtig. Hauptsache, man ist halt hier mit dem Gebiet einfach fertig, dass man dann nicht eine neue Erweiterung hat. Und da muss man hier in der Korallinsel noch rumlaufen und mit zigtausend Charaktern hier Quests machen. Und außerdem will ich natürlich die Belohnungen von den Quests, weil die Quests geben ja auch relativ viel Penya, Items und so. Also die hätte ich tatsächlich auch ganz gerne, diese Belohnungen. Bin ich ehrlich mit euch, ich hätte gerne das ganze Penya von den Quests und so. Vor allem momentan eine ganz gute Situation, wo man sich dieses ganze Penya holen kann, weil die Wirtschaftslage recht günstig steht, wo halt so 20 Mio von der Quest mal 15 ganz gelegen kommen. Und ja, das ist so das, worauf ich gerade hinarbeite. Dauert natürlich recht lange, schon klar. Ich sage nicht, dass das schnell geht, aber ja, bin auf dem Weg dahin. Slowly but surely. Und genau. Und da ist ja der Grund dann eben, ich will keine XP mehr zusätzlich auf einzelnen Charakteren. Das ist natürlich immer nur Am und Blade verlieren. Und das andere ist halt natürlich einfach, wenn ich, naja, eine Stunde weniger farme, also Red Meteor farme, und halt auch nicht schon 40 Minuten vor 12 losziehen muss, um meine 4 Runs zu schaffen und so, heißt es im Endeffekt jeden Tag 40 Minuten länger grinden, was im Endeffekt auch bedeutet, einfach jeder Charakter kriegt ein bisschen mehr XP und das heißt, das Leveln geht dann auch einfach ein bisschen schneller, plus ich verliere auf keinem Charakter XP, weder auf den Blades noch auf den Ams und ja, das kommt natürlich dann auch zugute, dass man dann nicht seinen ganzen Fortschritt, den man sich beim Leveln erarbeitet, was ja wirklich nicht einfach ist, nicht alles wieder verliert. Also das ist so ein bisschen der Hintergedanke davon. Und ja, wie gesagt, das waren jetzt wie viele Gründe? 4, 5, whatever, 3, 4, 5, was weiß ich. Ich habe den Überblick verloren. Es spricht gefühlt alles dagegen. Und auch etwas, was mich tatsächlich ziemlich stört, ist halt dieser NPC bei Red Meteor. Das war ja auch der Grund, warum ich damals eigentlich aufgehört habe, die normalen Meteor zu farmen. Oder auch wieder einer der Gründe. Für mich persönlich einfach. Heißt ja nicht, dass es jetzt insgesamt so ultra schlimm ist. Aber für mich persönlich war das jetzt halt einfach so ein bisschen blöd, dass man halt immer auch durch den kompletten Dungeon durchlaufen muss. Natürlich kann man da ein bisschen mit Friendships tricksen. Allerdings ist es bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich habe so viele Charakter oder ich mache diese 8 Char-Taktik und benutze da ja auch tatsächlich meine richtigen Charakter für und nicht lauter Level 1er Chars. Klar, könnte man auch umgehen, aber habe ich ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht immer so große Lust drauf. Aber ich finde es halt einfach blöd, dass man sich einfach nicht direkt zum Red Meteor porten kann. Das finde ich halt, wäre halt eine coole Verbesserung, wenn man, keine Ahnung, nach 100 Mal Red Meteor töten, wenn man das Achievement hat, dass man freischaltet. Direkt beim Eingang steht der NPC, dass der dich direkt zum Ende des Dungeons portet zum Red Meteor. Fände ich fair irgendwo, so als kleine Belohnung, weil der Weg zu Red Meteor ist schon echt extrem lang, selbst wenn man richtig fett Speed hat. Da läuft man, also ich glaube, das Schnellste, was wirklich möglich ist, ist locker 2,5 Minuten oder so. Und wenn du keine Sprint oder so aktivierst, dann läufst du halt legit fast 5 Minuten. Reine Laufzeit. Und das ist halt geistesgestört in einem Videospiel. Einfach 5 Minuten irgendwo hinlaufen, das ist einfach geisteskrank, also ganz ehrlich. Und das halt jeden zweiten Tag. Also da verschwendest jeden zweiten Tag einfach 10 Minuten nur mit Laufen. Und das ist halt einfach super annoying. Kann man nicht einfach sagen, kann man nicht anders sagen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber deswegen habe ich jetzt mit Red Meteor quasi Schluss gemacht. Erstmal nicht für immer. Also ich sehe es schon kommen, irgendwann werde ich bestimmt wieder anfangen. Aber ja, jetzt kann man erstmal ein bisschen Power-Ups sammeln, sich wie gesagt auf andere Sachen fokussieren. Ein paar kürzere Streams schaden, wie gesagt, momentan definitiv auch nicht. Also es hat einfach alles dagegen gesprochen. Wie gesagt, normalerweise bin ich eigentlich nicht so der Typ, der dann einfach sagt, ja, scheiß drauf, ich drop nichts mehr, ist later, so ungefähr. Aber in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, sind mal andere Sachen vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Sowohl Flive als auch nicht Flive bezogen. Genau. Und gut, dann haben wir das eigentlich. Ja, das nächste ist dann natürlich hier vorproduzieren, habt ihr jetzt bestimmt schon mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade selber ein bisschen all over the place, wann welches Video jetzt kommt, weil ich habe jetzt echt viele Videos schon aufgenommen und so. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage dann eigentlich gar keine Videos mehr machen, nur noch jeden Tag ein bisschen streamen und mich jetzt voll und ganz nur noch auf die Bachelorarbeit konzentrieren, die ich nämlich bald abgeben muss. Und schreibe auch eine Klausur nächste Woche, also ich werde jetzt in den Full-on Studentenmodus wechseln quasi. Und genau, deswegen diese weniger Streams und eben vorproduzieren, dass ich mich da einfach voll drauf konzentrieren kann. Genau.
Und dann waren das eigentlich schon alle Themen, bis auf das mit den Pets, ja, was die Investitionen angeht. Also muss natürlich sagen, Drops waren jetzt in letzter Zeit eher so, naja, ich meine, ich habe ja gerade schon eine Drop-Flaute angesprochen von 40 und dann nochmal 50, fast back-to-back sozusagen. Also basically die letzten die letzten 2 Monate im Endeffekt, einfach so mehr oder weniger 1,5 Monate, whatever. Zusammengefasst. Und ja, hat schon ganz schön wehgetan, not gonna lie. Wie gesagt, ist nicht cool. Und ja, generell ist halt natürlich ein bisschen auch das Problem, die Clockworks-Drops haben extrem an Popularität verloren. Und das mag jetzt für viele nicht so schlimm klingen, ja, aber wenn man halt Clockworks im eher größeren Stil farmt, ich meine, so viel Clockworks mache ich tatsächlich auch nicht, ich meine nur 4-mal. Es gibt Leute, die machen ihn tatsächlich noch öfter als ich. Also es gibt auch Leute, die machen ihn, glaube ich, 5, 6, 7 Mal alle 2 Tage. Also mit 4 bin ich definitiv nicht derjenige, der ihn am meisten farmt, aber schon überdurchschnittlich viel, würde ich sagen. Jedenfalls kriegt man da schon viele Drops und es macht dann tatsächlich schon einen Unterschied, wenn du monatlich, ich weiß gar nicht, was sind das im Monat im Schnitt, wahrscheinlich so 6 Mal. Ja, wenn du fast 100 Schmucksachen droppst von Clockworks pro Monat und jede von diesen Schmucksachen verkauft sich für 500k mehr oder für 1, 2 Mio mehr, das macht einen großen Unterschied. Das macht am Ende des Monats, kann das mehrere 100 Mio ausmachen oder mindestens 100 Mio, je nachdem, was genau du droppst und so weiter. Und wir hatten ja Anfang des Jahres eine ganz coole Situation, wo, wer weiß warum, ist ja auch egal, wo die Clockworks-Drops fast schon unnatürlich stark angestiegen sind. Und jetzt sind wir aber genau im gegenteiligen Ding, wo die meisten Clockworks-Drops sich niemand mehr auch nur mit einem kleinen Arsch anguckt. Und was das bedeutet, ist einfach, dass du Dexion +1, Drenthe +1 zum Beispiel einfach überhaupt nicht mehr verkauft bekommst und wenn dann halt für übelst die madigen Preise 450k, 500k und du konntest die halt mal für 1,5 bis 2 Mio verkaufen oder zumindest für 800, 900k und wie gesagt, bei hunderten Drops pro Monat oder bis zu 100 Drops pro Monat, das macht einfach einen heftigen Unterschied. Und ja, es tut einfach auch tatsächlich in der Kasse. Also du spürst einfach, dass du halt dann deutlich weniger Geld hast. Das sind jetzt natürlich nicht die besten Beispiele, aber auch die CW +2 und 3 Drops, die sind auch auf jeden Fall runtergegangen. Also momentan ist, also ich meine, klar, alles geht runter, muss man dazu sagen. Also ich meine, insgesamt die Wirtschaft ist natürlich in dem Sinne jetzt nicht kaputt oder so. Aber man merkt auf jeden Fall irgendwie, Clockworks ist ein bisschen überfarmt oder wahrscheinlich ist es nicht unbedingt nur überfarmt, es ist auch einfach die Nachfrage nicht mehr so wirklich da. Woran das wiederum liegt, sei auch mal dahingestellt, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ist einfach eine Tatsache momentan, dass das so ein bisschen ein Problem ist und das merke ich halt auch in der Kasse. Und das heißt, wenn ich jetzt nicht wirklich Glück habe, und das hatte ich jetzt zum Beispiel, also Red Meteor war halt einfach gar nichts die letzte Zeit. Red Meteor hat wirklich gar nichts abgeworfen an Kohle. Es war rein Clockworks und da, wie gesagt, auch noch die verringerten Preise auf jeden Fall. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich in letzter Zeit eigentlich kaum Kohle gemacht habe. Also Daily Grind und Tower Dailies sind eigentlich meine einzigen Einkommensquellen momentan. Außer Clockworks droppt dann halt mal was halbwegs Gutes. Aber dann ist das halt auch ein Tag, wo einmal ein kleiner Money Boost kommt und die restliche Zeit ist, wie gesagt, weiterhin sehr schlecht. Und ja, ist nicht so gut. Aber was ich mit dem Geld weiterhin mache, das war jetzt eigentlich das Thema, auf das ich anspielen wollte, ist tatsächlich interessant gewesen. Weil ich habe nämlich vor einem Monat oder so gesagt, ja, ich würde doch in Pets investieren, wenn die Preise noch ein bisschen sinken. Weil ich habe ja gesagt, ich will bis zu 100 A-Pets kaufen. Oder eigentlich nicht bis zu, ich will 100 A-Pets kaufen und dann eine fette Reroll-Action machen. Das war ja mein Jahresziel dieses Jahr, mindestens ein krasses Pet zu haben. Hoffentlich 2. Also A-Pets. Und da habe ich gesagt, A-Pads für 180 würde ich kaufen. Das ist über 10% günstiger als die Herstellungskosten. Also eigentlich ziemlich gut, kann man auf jeden Fall sagen. Und das Lustige ist, tatsächlich sind wir jetzt da angekommen. Also noch nicht so ganz. Also die meisten probieren momentan noch ihre A-Pads für 190 zu verkaufen oder 185. Aber ich habe jetzt schon mehrere Pads für 180 gekauft. Also ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt schon 6 oder so. Ich weiß, es ist nicht viel, 6 von 100. Aber es ist ein bisschen was. Ich meine, es sind literally 6%, wenn man es so sieht. Mathematisch klingt es irgendwie besser. Also prozentual meine ich. Whatever. Es ist recht spät. Ihr seht die Uhrzeit. Es ist spät. Auf jeden Fall, ja, wenn ich jetzt günstige A-Pads sehe, kaufe ich sie natürlich ab und zu mal. Bin mir momentan recht unschlüssig, was ich kaufen soll. Das habe ich gleich schon im letzten Video gesagt mit den A-Projects, dass das momentan auch gar nicht mehr so die beste Investition wahrscheinlich ist und eigentlich ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal tonnenweise A-Projects brauche. Andererseits muss man wiederum sagen, jetzt wo man die Smelting Scroll Boxen aus dem Battle Pass nicht mehr bekommt,
sofern sich das jetzt im nächsten Battle Pass nicht ändert, kann man jetzt auch wieder sagen, naja gut, jetzt ist vielleicht gar nicht mal mehr so schlecht, doch wieder A-Projects zu kaufen, weil wenn den Leuten alle ihre seelengebundenen Projects irgendwann ausgehen und so, dann könnte es schon wieder sein, dass Projects insgesamt wieder an Beliebtheit gewinnen, auch A-Projects, und dann halt das doch wieder gar nicht mal so eine schlechte Investition ist. Kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren. Momentan ist es letztlich doch so, dass ich aber nicht hundertprozentig sicher bin, was ich mir jetzt am besten kaufen sollte. Und deswegen habe ich jetzt halt gesehen, okay, Pets sind momentan relativ günstig. Ich habe gesagt, okay, bei 180 würde ich wahrscheinlich zuschlagen. Und naja, jetzt werde ich wahrscheinlich dann doch eher die Pet-Route gehen. Aber nicht komplett, also ich werde trotzdem hier und da vielleicht noch gucken, keine Ahnung, irgendwas anderes vielleicht noch nebenbei zu besorgen. Ich habe mir letztens noch eine Lightning Card 7% gekauft, die ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gebraucht habe. Aber da dachte ich mir auch so, da weiß man ja auch nie wirklich, was passiert. Auch hier kann man sagen, viele Leute haben ihre E-Products oder ihre Smelling-Boxen benutzt, um E-Products rauszuholen und Lightning 7 Karten zu craften. Das wird jetzt bei vielen Leuten auch nicht mehr so möglich sein, wenn sie sich den Battle Pass nicht kaufen, weil sie ja logischerweise aus dem Battle Pass keine E-Products mehr bekommen. Und ja, auch da kann es sein, dass die Preise vielleicht ein bisschen steigen. Also ich probiere so ein bisschen meine Schäfchen in verschiedenen Stellen ins Trockene zu bringen, so ein bisschen. Und genau, währenddessen grinden wir einfach weiter. Wie gesagt, dieser Monat wird halt jetzt relativ unspektakulär, weil ich, wie gesagt, einfach nicht so viel Zeit habe. Das heißt, ich werde jetzt einfach mein Ding durchziehen, Clockworks farmen und dann, ja, jetzt haben wir noch die Anniversary-Events und so. Ab Juni wird es dann wahrscheinlich wieder interessanter, weil wahrscheinlich auch dann irgendwas Größeres wieder bei Flive Universe anstehen wird nach ein paar Monaten, wo jetzt eigentlich nichts wirklich Krasses kam. Wird dann ja wahrscheinlich mal wieder eine Bombe hoffentlich gezündet werden. Und dann, ja, bin ich auch wieder voll am Start wahrscheinlich. Wobei ich im Juni eigentlich noch Klausurenphase habe, fällt mir gerade auf. Aber egal. Auf jeden Fall, irgendwann wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen spannender werden. Definitiv. Das war es aber jetzt von mir schon wieder. Also das waren so ein bisschen die Updates. Achso, und noch eine Sache vielleicht wegen den Leuten, die immer nach den YouTube-Streams fragen oder sich so wundern, warum ich nicht mehr auf YouTube streame. Ich streame jetzt auf dem Drittkanal. Das ist im Endeffekt jetzt mein Rümpel-Kanal, mein Rümpel-Styler so ein bisschen. Warum? Einfach deswegen, weil ich ja früher sehr viele Videos auf diesem Kanal hier hochgeladen habe und es sich aber auch immer wieder sehr viele Leute beschwert haben darüber und sich auch YouTube tatsächlich dahingehend ein bisschen verwandelt hat. Also es ist halt wirklich so mittlerweile, dass man sich eigentlich relativ festlegen muss, was man hochlädt. Also klar, Gaming-Content ist Gaming-Content, aber tatsächlich läuft es doch deutlich besser, wenn man sich halt auf eine Sache fokussiert. Da wird es halt immer auch nur den gleichen Leuten vorgeschlagen, die sich auch alle für das Thema interessieren und so. Und deswegen sind diese verschiedenen Kanäle dann doch irgendwie der bessere Weg, I guess, für eine längerfristige, ja, für einen längerfristigen Aufbau sozusagen von so einem kleinen Imperium oder so. Und ja, deswegen habe ich jetzt halt einfach einen Drittkanal, den ich wiederum wie mein Main-Kanal eigentlich früher behandle. Also da lade ich einfach basically alles hoch, was nicht auf den Main-Kanal oder auf meinen Genshin Impact-Kanal passt. Und da kommen jetzt aber auch die Livestreams, weil die Livestreams halt auf YouTube auch nicht so ultra gut ankamen, sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Ja, klar, ich habe sie nur nebenbei laufen lassen. Für halt die Leute, die nicht auf Twitch schauen oder chatten können oder whatever, aus verschiedensten Gründen. Und hat schon gepasst so. Also ich meine, ich habe da jetzt auch nicht erwartet, dass da jetzt 5000 Leute zugucken, weil die meisten eh auf Twitch schon immer zugeguckt haben. Ist ja auch absolut fein. Aber auch das ist halt wiederum, I guess, nicht so gut, wenn du da halt immer nur mit so, ja, im schlimmsten Fall zwischen 2 und 5 oder sogar mal längere Zeit mit 0 Zuschauern rumdümpelst. Dann tut das jetzt dem Main-Kanal halt auch nicht unbedingt so gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann man das eigentlich auch ganz gut auslagern auf diesen Drittkanal so ein bisschen. Und das heißt, die Leute von euch, die jetzt an den YouTube-Livestreams vor allem interessiert seid, ihr könnt sie, oder halt auch Stream-Aufzeichnungen chilliger auf YouTube gucken wollt, als auf Twitch oder so, dann findet ihr das Link in der Videobeschreibung auf dem Drittkanal. Spielestyle Highlights heißt der momentan noch. Werden wir vielleicht nochmal umbenennen irgendwann, keine Ahnung. Aber ja, so ist es einfach klar, was dort passiert. Also überwiegend werden dort einfach Kurzvideos und Highlights hochgeladen. Aber eigentlich auch alles andere. Also eigentlich passt der Name Highlights und Shorts gar nicht mal so gut. Eigentlich müsste ich den echt noch umbenennen in irgendwas anderes, I guess. Aber keine Ahnung, mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video oder Stream wieder. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.